Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir einen super leckeren Wirsing-Eintopf mit Hackfleischbällchen. Ich mache ihn ganz genau so, wie meine Oma es früher zubereitet hat. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo der Herbst beginnt, sind Eintöpfe super toll. Sie wärmen uns von innen und geben uns ein gutes Gefühl. Außerdem kann man Kohl jetzt gerade super regional kaufen und er ist total gesund. Wie ich meinen leckeren Eintopf zubereite, das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Hier seht ihr die Hauptzutaten für das heutige Rezept. Und zwar sind das in Würfel geschnittene Kartoffeln, 1 Kilogramm Hackfleisch halb und halb, 1 Liter Gemüsebrühe und ein Kopf Wirsing. Die restlichen Zutaten zeige ich euch nach und nach im Rezept und verlinke sie natürlich noch in der Infobeschreibung. Die Gemüsebrühe geben wir in einen großen hohen Topf. Ich habe die Gemüsebrühe mit 2 Esslöffeln Instantpulver angerührt. Dann geben wir die im Würfel geschnittenen Kartoffeln dazu. Die Kartoffeln einmal kurz unterrühren, damit sie gut mit Flüssigkeit bedeckt sind. Dann machen wir den Deckel drauf und lassen es erst einmal 10 Minuten vor sich hin köcheln. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr am besten den Wirsing schneidet. Dazu nehmt ihr am besten ein großes Sägemesser und schneidet ihn in der Mitte durch. Jetzt könnt ihr genau sehen, woher der Strunk verläuft und könnt ihn herausschneiden. Schneidet mit dem Messer einfach am Strunk entlang und brecht ihn dann mit den Händen heraus. Jetzt könnt ihr den Wirsing auf der Arbeitsplatte drehen, so hat er einen guten Stand. Dann könnt ihr ihn einfach in dünne Streifen herunterschneiden. Ihr könnt die Streifen jetzt entweder so lassen oder kleiner schneiden. Ich schneide sie noch ein bisschen kleiner, da ich das Gemüse so groß nicht so gerne mag. Jetzt geben wir den geschnittenen Wirsing zu den vorgekochten Kartoffeln. Ich gebe jetzt erst einmal so viel hinein, bis der Topf voll ist. Dann mache ich den Deckel drauf. Dann zerfällt nämlich der Wirsing am besten. Nach 2 bis 3 Minuten ist der Wirsing schon ziemlich eingefallen und ich kann die nächsten Wirsingstreifen dazugeben. Wenn ihr jetzt einen deutlich größeren Topf hättet, könntet ihr wahrscheinlich auch alles sofort dazugeben. Aber da das mein größter Topf ist, gebe ich den Wirsing halt nach und nach dazu, mache immer wieder den Deckel drauf und lasse es einfallen. Und zwar so lange, bis der gesamte Wirsing im Topf ist. Dann mache ich wieder den Deckel drauf und lasse es erstmal mindestens für 15 Minuten vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Hackfleischmasse vorbereiten. Ich gebe an das Kilogramm Hackfleisch 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Paprika edelsüß und etwas Pfeffer. Bei Pfeffer, da müsst ihr gucken, wie viel ihr gerne dran haben möchtet und wie scharf ihr es gerne hättet. Als nächstes schneide ich etwas Schnittlauch klein und gebe es zur Hackfleischmasse mit dazu. Nun schneiden wir noch etwas Petersilie klein und geben sie ebenfalls mit zur Hackfleischmasse dazu. Wenn alle Zutaten in der Hackfleischmasse drin sind, wird das Ganze gut mit den Händen durchgeknetet, sodass sich die Gewürze und Kräuter in der gesamten Hackfleischmasse richtig gut verteilen können. Jetzt formen wir aus unserem Hackfleisch kleine Bällchen. Ich habe hier übrigens halb Rind und halb Schweine gehacktes genommen. Ich nehme diese Mischung immer, da ich finde, wenn man nur Rindfleisch nimmt, dass es dann zu trocken wird. Das ist aber Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch nur Rindergehacktes benutzen.
Wie ihr gut sehen könnt, ist der Wirsing nach den 15 Minuten Köcheln gut zusammengefallen. Jetzt rühren wir das Ganze erst einmal gut durch. Ich habe jetzt nochmal einen halben Liter Rinderbrühe angerührt mit 2 Teelöffeln Pulver. Die gebe ich jetzt zu dem Wirsing dazu, damit er wieder mit Flüssigkeit bedeckt ist. Darüber verteilen wir dann unsere gemachten Hackfleischbällchen. Erst einmal so circa die Hälfte und dann rühren wir sie ganz vorsichtig ein bisschen unter, damit sie unter dem Wirsing liegen. Dann gebe ich die restlichen Hackfleischbällchen dazu und rühre auch diese vorsichtig unter, damit sie mit Wirsing und Flüssigkeit bedeckt sind. So garen sie dann am besten in dem Eintopf. Was ist denn eigentlich so euer Lieblingseintopf? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Der Eintopf, der in den Kommentaren am meisten genannt wird, den werde ich hier auf meinem Kanal für euch kochen. Das Ganze decken wir jetzt mit unserem Deckel wieder ab und lassen es mindestens noch mal 10 Minuten köcheln. Zwischendurch immer mal nachschauen und vorsichtig umrühren. Nach den 10 Minuten wird es erst einmal Zeit zu probieren. Und jetzt wird das Ganze nochmals abgeschmeckt. Bei mir fehlt noch Salz, deshalb gebe ich noch Salz dazu. Circa so 2,5 Teelöffel. Und dann würze ich noch einmal mit Pfeffer nach. Das Ganze wird dann nochmal vorsichtig und gut miteinander vermengt. Dann schmecke ich es nochmal ab und meins ist jetzt genau richtig. Deshalb mache ich den Deckel wieder drauf und stelle den Eintopf jetzt beiseite. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen an unserem Eintopf. Dazu geben wir ca. 40 Gramm Butter in einen Eintopf und bestreuen sie mit Mehl. Das Ganze unter ständigem Rühren. Es sollte dann ungefähr so aussehen wie hier im Video. Also die Konsistenz sollte nicht zu fest sein. Dann geben wir kalte Milch dazu. Die Milch sollte unbedingt kalt sein, da ihr sonst Klümpchen bekommt. Dann das Ganze erstmal so lange rühren, bis es wieder schön eingedickt ist. Und diesmal machen wir unsere Bechamelsoße nicht nur mit Milch, sondern nutzen jetzt die leckere Brühe von unserem Wirsing-Eintopf. Die rühren wir jetzt schön in unsere Mehlschwitze ein. Wichtig hierbei ist, dass ihr wirklich die ganze Zeit immer rührt, die Mehlschwitze wieder andicken lasst und dann wieder Flüssigkeit dazu gebt. Und zwar so lange, bis ihr das gewünschte Ergebnis erreicht habt, so wie ihr die Konsistenz haben möchtet. Für den Eintopf wähle ich hier persönlich eine etwas flüssigere Konsistenz. Wenn ihr es lieber etwas dicker mögt, gebt ihr einfach weniger Flüssigkeit dazu. Die Bechamelsoße würzen wir in diesem Fall nur mit etwas Muskatnuss und Pfeffer. Salz brauchen wir hier keins, da in der Brühe ja genug Salz vorhanden war. Nun wird das Ganze nochmal abgeschmeckt und dann unter ständigem Rühren noch 3 bis 4 Minuten köcheln lassen. Und nun kommt die leckere Bechamelsoße in unseren leckeren Wirsing-Eintopf. Das Ganze nochmal richtig schön durchrühren. Die Bechamelsoße gibt diesem Wirsing-Eintopf nochmal den besonderen Pfiff. Und ich bin wirklich sehr froh, dass mir meine Oma dieses leckere Rezept mit auf den Weg gegeben hat. Die alten Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, sind einfach die besten. Die Suppe garniere ich jetzt noch mit etwas Schnittlauch. Das Ganze jetzt noch mit ein bisschen Petersilie garnieren und fertig ist unser Wirsing-Eintopf mit Hackfleischbällchen nach Omas Art. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!